Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Heute möchte ich zeigen, wie man zwei Schienen belegt und wie man Umwähler einstellt. Ich importiere mir als erstes wieder einen Datensatz. Die Blockung ist diesmal komplett. Sie sehen, es werden alle Dateien gefunden. Ein paar Kurse sind nicht fixiert. Das ist aber schon ganz richtig so. Ich habe die in Kurs 42 nicht fixiert, da das Programm natürlich die Lage grundsätzlich erstmal beliebig aussuchen kann. Ich habe hier in dem Datensatz diesmal 122 Schüler. Es sind alles dreistündige Fächer. Die Schüler haben auch alle zwischen 11 und 12 Wahlen abgegeben. Sie sehen jetzt hier schon die erste Besonderheit. Einige Schüler haben 11 Stimmen abgegeben, belegen aber mindestens 12 Schienen. Das hat einfach damit zu tun, dass einige Fächer, nämlich diese drei Fächer hier, 2 Schienen belegen sollen. Das war jetzt schon in den Kursdaten mit eingegeben. Sie können natürlich das hier auch selbst per Hand setzen. Jetzt gibt es natürlich einige Schüler, die eventuell noch mehr Schienen belegen. Hier gibt es einige Schüler, die sogar bis zu 13 Schienen belegen würden. Das ist aber nicht richtig. Ich nehme das mal wieder schnell weg. Es sollten nur diese 3 Fächer hier 2 Schienen belegen. Und jetzt passt das auch wieder. Die Schüler haben 11 bis 12 Stimmen abgegeben und müssen mindestens 12 Schienen hier belegen. Ich setze es jetzt direkt auch einmal auf 12 Schienen. Die Datensätze sind dann natürlich manchmal so schwer, dass es vielleicht gar nicht lösbar ist und Umwähler erlaubt sein müssen. Ich erlaube jetzt mal hier 20 Umwähler und berechne erstmal meinen Plan, um zu gucken, was passiert. Sie werden auch merken, sobald Umwähler erlaubt sind, dass das Programm nicht mehr ganz so schnell ist. Ich habe es zurzeit optimiert auf Datensätze ohne Umwähler. Ich hoffe, dass ich es noch so optimieren kann, dass es auch bei Umwählern schnell ist. Hier kommen jetzt schon die ersten Konflikte. Es gibt nämlich hier 3 Schüler, die mindestens 2 Fächer, 2 ihrer Wünsche nicht erfüllt bekommen haben. Und hier sehen Sie alle 20 Konflikte, die passiert sind. Diese Schüler hier haben nicht ihren Wunsch erfüllt bekommen. Eine weitere besondere Fehlermeldung ist diese hier. Die besagt, dass der Schüler ein Fach hatte, das 2 Schienen belegt und er nur einmal in die richtige Schiene gesetzt worden ist und das andere Mal nicht. Das ist natürlich hoffentlich bei Ihren Datensätzen nie der Fall. Sie kommen hoffentlich immer ohne Konflikte aus. Jetzt für das Video setze ich aber dann einmal 13 Schienen, damit das nicht ganz so schwer ist. Und ich reduziere hier auch die Anzahl der Kursdifferenzen auf plus minus 1, damit das Ganze nicht ganz unrealistisch ist. Ich schaue einmal, was jetzt passiert. Der Datensatz ist natürlich ein Tacken schwerer als die vom letzten Mal, sodass es jetzt immer ein bisschen länger dauert. Aber ich wollte in diesem Video auch wieder ohne Schneiden auskommen, was ich hoffentlich auch komplett hinkriege. So, der Plan hier wurde erstellt. Ich habe 13 Schienen gebraucht. Sie sehen, diesmal sind keine Warnungen da, dass irgendwelche Umwähler oder so gebraucht wurden. Die Kursdifferenzen sind plus minus 1. Wieder einmal abgerundet und aufgerundet vom Durchschnitt, also bis zu 3 Schülern Kursdifferenz. Es heißt diesmal, Deutsch, Englisch, Mathe sollen wieder schön allein in einer Schiene sein. Beim letzten Mal hatte ich ja diesen Trick benutzt und die Fächer Deutsch, Englisch und Mathe einfach eine andere Stundenzahl gegeben. Das ist auch ein sehr schöner Trick, würde ich durchaus immer empfehlen. Diesmal habe ich es anders gelöst. Diesmal habe ich es nämlich so
dass ich in Kurs 42 die Fixierung schon gesetzt hatte für Deutsch, Mathe, Englisch. Und Sie werden jetzt sehen, dass ich hier in Deutsch nämlich schon überall die Schiene 1 gesetzt habe, wie das hier gefordert war. In Englisch überall die Schiene 2 und in Mathe überall die Schiene 3. Das heißt, als wir das gerade erstellt haben, müsste das hier also schon der Fall gewesen sein. Hier sehen Sie, ne, in Schiene 1 überall Deutsch, Schiene 2 überall Englisch, Schiene 3 überall Mathe. Das ist also schon eben beachtet worden. Die nächste Einschränkung heißt, dass diese 3 Fächer hier alle 2 Schienen haben sollen. Auch das ist schon gemacht worden. Man sieht es hier unten gerade übrigens. Hier sind diese 3 Fächer, nämlich hier in Schiene 4 und hier in Schiene 5. Das ist nämlich hier eine weitere Einschränkung gewesen. Hier ist für diese Fächer schon direkt vorgegeben. Die sollen in Schiene 4 und 5 sein. Auch das hatte ich schon in Kurs 42 fixiert, sodass ich das jetzt nicht per Hand eingeben musste. Sie können das hier natürlich auch jederzeit ändern. Und nein, Entschuldigung, hier wollte ich hingehen. So, Sie können das natürlich jederzeit ändern. Hier unten ist das übrigens, hier sind diese 3 Fächer. Und da ja diese Fächer 2 Schienen belegen, gibt es natürlich die Fixierung einmal für die erste und für die zweite Schiene. Die Reihenfolge hier ist egal, die könnten Sie rein theoretisch auch tauschen. Die nächste Einschränkung heißt, Sport soll maximal einmal pro Schiene vorkommen. Das hatten Sie ja schon beim letzten Mal gesehen, wie das funktioniert. Sie setzen hier beim Fach Sport, dass das maximal einmal pro Schiene vorkommen darf. Die weiteren Einschränkungen sind, dass diese beiden Fächer unbedingt zusammen sein müssen. Die beiden Fächer unbedingt zusammen, jetzt muss ich eben gucken, hier ist das erste Fach, das soll in derselben Schiene also sein, wie ich bin gerade blind. Ach da, wie dieses Fach. Die beiden Fächer sollen in derselben Schiene sein. Ich bestätige das Ganze. Sie werden jetzt sehen, dass das Wichtige ist, ich sortiere es mal nach Zeilen, dass bei diesen beiden Fächern hier die gleiche Zahl steht. Welche Zahl da steht, ist ganz egal. Wichtig ist nur, da steht die gleiche Zahl. Dann werden diese beiden Fächer auch gleich zusammen in derselben Schiene sein. Als weiteres wird gefordert, dass diese beiden Fächer hier niemals zusammen sind. Dieses niemals zusammen habe ich ja nicht bei mir. Mein Trick ist ja einfach, ich lege da die gleichen Lehrer rein. Sie sehen, ich habe in die beiden Fächer die gleichen Lehrer reingelegt. Wichtig ist, wenn Sie generieren, dass Sie auch sagen, kümmere dich bitte um die Lehrer. Ansonsten beachtet er das nicht. Und die letzte Einschränkung in diesem Block heißt, dass dieser Kurs unbedingt in Schiene 4 sein soll. Auch da schaue ich einmal, das hatte ich auch schon gesetzt, das ist nämlich hier. Der Kurs sollte unbedingt in Schiene 4 sein. Die letzten Einschränkungen betreffen die Schüler. Die Schüler für Sport, jetzt sortiere ich einmal wieder schnell nach den Fächern. Ich kann es eigentlich nicht für die Einzelnen, sondern für alle gleichzeitig setzen. So, Sport soll auf maximal 29 Schüler begrenzt werden und Sozialwissenschaften soll auch auf maximal 29 Schülern begrenzt werden. Sie sehen jetzt hier Sozialwissenschaften, ja passt, 29 Schüler werden das nachher maximal sein. Sport werden sowieso nur 28 sein, die Einstellung war eigentlich überflüssig. Ja, ich brauche nur noch generieren. Hoffe, dass es nicht allzu lange jetzt dauert. Und ja, und Sie können ja jetzt gerne einmal kontrollieren, ob
die Einschränkungen auch alle erfüllt wurden. Das war's schon für den zweiten Teil. Bis zum nächsten Mal.